Eine Generation meldet sich zu Wort, ist der Untertitel der neuen Shell-Jugendstudie. Das bringt zum Ausdruck, dass die Jugendlichen heute mehr Ängste haben, etwa vor Umweltverschmutzung oder vor dem Klimawandel, trotzdem allerdings positiv in die Zukunft sehen. Sie möchten aber von der älteren Generation, sie möchten von der Politik gehört werden. Die Shell-Jugendstudie ist eine Studie, die umfassend die Einstellungen, die Lebenssituation, die Werte der Jugendlichen in Deutschland vermisst und untersucht. Sie ist weltweit insofern einzigartig, als sie schon seit 1953 erscheint. Sie erscheint in den letzten 2 Dekaden etwa alle 4 Jahre. Die Universität Bielefeld ist seit dem Jahr 2002 federführend an der Shell-Jugendstudie beteiligt. Es wird ja viel diskutiert, ob wir es mit einer neuen politischen Generation zu tun haben. Hier ist festzuhalten, das politische Interesse bleibt auf relativ hohem Niveau. Es ist deutlich höher als zum historischen Tiefpunkt Anfang der Nullerjahre. Allerdings, wir sehen nicht, dass das politische Interesse auf breiter Basis ansteigt. Was wir sehen, ist, dass diejenigen, die schon bisher politisch interessiert waren, dieses Interesse vertiefen und sich nun zunehmend auch engagieren. Die Jugendlichen realisieren weiterhin die große Rolle, die Bildung in ihrem Leben hat. Sie sind natürlich eine Generation, in der ein massiver formaler Bildungsaufstieg stattgefunden hat. Die Gymnasien sind in gewissem Sinne die neuen Volksschulen. Etwa die Hälfte eines Jahrgangs geht mittlerweile auf ein Gymnasium. Haupt- und Realschulen verkommen zunehmend zu Restschulen. Wir sehen allerdings im Bildungsbereich ganz besonders deutlich natürlich auch den ganz starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Besuch der Schulform. Das ist ganz eindeutig differenziert. Die Wahrscheinlichkeit, dass man als Jugendlicher aus der oberen sozialen Schicht ein Gymnasium besucht, ist etwa 6-mal so hoch, als wenn man aus der unteren sozialen Schicht kommt. Ein wichtiges Barometer für die Zukunftssicht der Jugendlichen sind die Zukunftsängste. Hier hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Insbesondere die Ängste vor Umweltverschmutzung und vor Klimawandel sind deutlich gestiegen und stehen auch an erster und dritter Stelle. Dazwischen nur noch Angst vor Terroranschlägen. Mit deutlichem Abstand hierzu sind auch 2 andere Ängste gestiegen, nämlich zum einen die Angst vor Zuwanderung nach Deutschland und die Angst vor Ausländerfeindlichkeit. Beide sind gestiegen, beide auf deutlich niedrigerem Niveau als etwa die Angst vor Umweltverschmutzung. Aber es ist ganz wichtig zu betonen, Angst vor Ausländerfeindlichkeit ist weiterhin viel höher als die Angst vor Zuwanderung.